Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man für ein Teilchen, das sich in einem Diracsche Delta-Potential befindet, die Orts- und Impulsunschärfe berechnet. Ein Teilchen der Masse m, nehmen wir an, es sei ein Elektron, befindet sich in einem Potential, das durch die mathematische Delta-Funktion dargestellt wird, also ein unendlich schmales und unendlich tiefes Potential, das wir noch mit dem Faktor -u multipliziert haben. Dadurch ist das Teilchen hier an einem Ort fest eingesperrt und man fragt sich, wie hier die quantenmechanische Heisenbergsche Unschärferelation erfüllt sein kann, denn sowohl der Ort ist ja jetzt genau definiert und der Impuls dieses Teilchens muss 0 sein, weil es sich überhaupt nicht bewegen kann. Wie kann also diese Relation erfüllt sein? Im vorigen Video habe ich für ein solches Teilchen in einem Delta-Potential die Schrödinger-Gleichung gelöst und wir haben diese Wellenfunktion gefunden. Psi von x ist Wurzel aus einer konstanten c mal e hoch minus c und diese Wellenfunktion fällt nach beiden Seiten mit Betrag von x exponentiell ab. Für die Konstante c haben wir den Wert m mal u durch h² gefunden. Anhand dieser Wellenfunktion Psi kann man sich nun die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens im Potential ausrechnen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist nämlich Psi Betrag Quadrat der Wellenfunktion. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit fällt also nach beiden Seiten von der Delta-Funktion mit einer e-Funktion e hoch minus 2c x ab. Das bedeutet, dass sich unser Elektron auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit außerhalb des Delta-Potentials hier in diesen Außenbereichen aufhalten kann. Und das ist ein Bereich, der klassisch eigentlich verboten wäre, weil die Energie des Elektrons viel kleiner ist als die potenzielle Energie, die eigentlich nötig wäre, um in diesen Bereich vorzudringen. Das geht nur quantenmechanisch. Wir wollen mal eine Abschätzung vornehmen, wie weit dieser Bereich hier ist. Dazu habe ich auch im vorigen Video die Energie dieses Teilchens hier berechnet im Delta-Potential. Es gibt nur einen einzigen gebundenen Zustand, der liegt bei minus mu² durch 2h². Nehmen wir mal einen typischen Wert für ein Elektron in einem Atom. Das hat meistens eine Bindungsenergie von grob 1 eV. Damit können wir dann die Breite dieses Abfalls hier ausrechnen. 1 durch 2c ist ungefähr diese Breite der e-Funktion, die ergibt sich hier aus dem Exponent. Wir sehen nämlich, dass minus 2c die Dimension von 1 durch eine Länge haben muss. Also können wir mit den Werten von der Energie und der Definition von unserer Konstanten c den Wert 1 durch 2c berechnen und kommen auf 0,1 Nanometer. Soweit dringt dieses Teilchen also in den klassisch verbotenen Bereich ein. Und damit könnte man sich vorstellen, dass sich das Elektron in diesem Bereich mit einer gewissen Geschwindigkeit hin und her bewegt und damit auch einen Impuls besitzt. Wenn wir mal klassisch ansetzen, Energie ist 1/2 mal mv², dann können wir mit diesem Wert von 1 eV auch die Geschwindigkeit ausrechnen. Wir bekommen 6 mal 10 hoch 5 Meter pro Sekunde. Das sind eigentlich beides recht plausible Werte. Es gibt nur ein Problem mit dieser klassischen Vorstellung. Denn ein hin und her fliegendes Elektron müsste eigentlich Energie abstrahlen und damit haben wir genau das gleiche Problem, das wir schon vom Bohrschen Atommodell haben. Das schwingende Elektron müsste eine Welle abstrahlen und dabei Energie verlieren und irgendwann zur Ruhe kommen. Das ist also nicht richtig, denn ein solches Verhalten wird nicht beobachtet. Nach dieser groben Betrachtung wollen wir nun eine quantenmechanisch korrekte Rechnung durchführen. Wir betrachten nämlich jetzt die Wellenfunktion nicht wie eine Bewegung eines Teilchens in einem gewissen Bereich, sondern als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es gibt an jedem Ort eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit, ohne dass dafür eine Bewegung notwendig sei. Nun können wir mit den Methoden aus der Stochastik diese Wellenfunktion hier als Wahrscheinlichkeitsverteilung interpretieren und daran die Ortsunschärfe berechnen. Die Ortsunschärfe Δx soll verstanden werden als die Standardabweichung dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung. Anschaulich ist nämlich die Standardabweichung nichts anderes als die Breite dieser Verteilung hier,
vom Mittelwert, also vom Erwartungswert aus gesehen. Dazu berechnen wir zunächst die Varianz, also die Abweichung x zum Quadrat. Das ist mathematisch definiert als der Mittelwert der Quadrate von x minus die Quadrate des Mittelwerts von x. Das ist einfach eine mathematische Definition. Schauen wir uns nur die Terme an. Hier haben wir den Mittelwert von x. Wegen der Symmetrie dieser Verteilung ist der Mittelwert von x gleich 0. Der Mittelwert von x² kann nicht 0 sein, weil das ja lauter positive Beiträge sind. Die können sich nicht zu 0 wegheben. Also berechnen wir diesen Term mal separat. In der Quantenmechanik berechnet man Mittelwerte oder Erwartungswerte so, dass man die entsprechende Größe links und rechts mit Psi bzw. Psi-Stern, also dem konjugiert Komplexen der Wellenfunktion, multipliziert und dann über den gesamten Raum integriert. Da die Wellenfunktion Psi in unserem Fall rein reell ist, müssen wir uns hier über das konjugiert Komplexe keine Gedanken machen. Setzen wir nun hier unsere Wellenfunktion ein, bekommen wir das Integral, das so aussieht. Ich habe es mal in zwei Bereiche gespalten, in eine positive Seite und eine negative, die natürlich das gleiche Integral ergeben. Deswegen reicht es, wenn ich von 0 bis unendlich die rechte Seite integriere und das mal 2 nehme. Wurzel c mal Wurzel c gibt 1c, habe ich als Konstante vor das Integral gezogen. Die beiden e-Funktionen kann ich zu einer e-Funktion zusammen multiplizieren mit dem Exponent minus 2cx. Nun kann man dieses bestimmte Integral am besten in einer Integraltabelle nachschauen. Das gibt 1 durch 4c hoch 3 und insgesamt bekommen wir dann auf eine Varianz von 1 durch 2c². Nun müssen wir für die Standardabweichung noch die Wurzel aus der Varianz ziehen, bekommen wir 1 durch Wurzel 2c. Das ist unsere Ortsunschärfe. Kommen wir nun zur Berechnung der Impulsunschärfe. Hier gehen wir genauso vor. Wir betrachten zuerst die Varianz des Impulses. Der Mittelwert von P ist auch wieder 0 wegen der Symmetrie dieser Verteilung. Und zur Berechnung des Impulses benötigen wir nun den quantenmechanischen Impulsoperator. Das ist minus I h² mal die Ableitung nach x. Um den Erwartungswert von p² zu bilden, quadrieren wir diesen Operator. Das gibt h² und hier die zweite Ableitung, angewandt auf Psi und davor multipliziert Psi-Stern. Um das Minuszeichen müssen wir uns hier nicht kümmern, weil Varianzen per Definition immer positiv sind. Jetzt setzen wir auch hier wieder unsere Psi-Funktion ein. Durch das zweimalige Ableiten kommt ein Faktor c² vor die e-Funktion. Das c von diesem Wurzel c als Vorfaktor habe ich wieder vor das Integral gezogen und ebenso den Faktor 2, weil ich nur noch die rechte Seite integriere. Das c² kann ich als Konstante wieder vor das Integral ziehen, gibt c hoch 3 und das übrige Integral gibt 1 durch 2c, so dass wir für die Varianz von p² insgesamt bekommen h² mal c². Die Standardabweichung ist dann die Wurzel heraus h² mal c. Nun nehmen wir unsere beiden Ergebnisse zusammen. Die Ortsunschärfe multipliziert mit der Impulsunschärfe ist also 1 durch Wurzel 2c mal h² und das ergibt zusammen h² durch Wurzel aus 2. Ja, hier steht sie, die Unschärferelation des Orts und Impulses und gemäß Heisenberg muss dieser Ausdruck ja größer oder gleich h² durch 2 sein. Das ist natürlich hier genau erfüllt. Also haben wir durch unsere Rechnung die Heisenbergsche Unschärferelation bestätigt. Okay.